Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um den zweiten Tag im Allgäu, weil alle, bis auf Nils, nach der Wanderung an Tag 1 wund und erschöpft waren, haben wir an dem Tag eine einfache Wanderung durch den Steigbach-Tummel am Mittag gemacht. Ursprünglich wollte ich zusammen mit Nils und Tummel noch über den Mittag rüber zum Bärenköpfle, aber mir ging es wegen der Hitze und meinem Sonnenbrand nicht so gut, deswegen bin ich mit den anderen zur Alpe Hochried und Nils ist allein zum Bärenköpfle. Das ist jetzt keine sonderlich schwere Tour, die konnte er auch gefahrlos allein gehen. Auf dem Rückweg ist er dann bei uns vorbeigekommen und wir sind dann gemeinsam wieder abgestiegen. Unsere Wanderung begann erstmal auf der Straße und den gut ausgebauten Wegen auf den Mittag rauf. Weil es an Himmelfahrt immer voll ist, waren die Wege hoffnungslos überfüllt. Aber man muss die halt ein Stück gehen, bevor man beim Tobel ankommt. Der Papierfläche gleich über Klebebänder. Kannst dich da nicht dran erinnern? Ein Wasserkraftwerk. Das ist nun im Tobel. Wir kennen den eigentlich als super Geheimtipp, wo nie einer hingeht, aber ja, das ist er nicht mehr. Ja, aber es war trotzdem deutlich leerer als auf den Hauptwegen und durch die Schneeschmelze hatte der auch gut Wasser und war schön spektakulär. Ich glaube nicht. Auf die andere Seite meine ich. Ah ja. An so einer Kiesbank konnte man dann auch Pause machen und was essen. Es war da zwar auch nicht leer, aber die Bank war groß genug, sodass man immer noch genug Platz hatte. Ja, aber noch Leute damit.
Der See ist kälter. Ja, nee, der See ist kälter als der Bach. Wir saßen da für eine Stunde, weil, wenn man an einem Bach ist, ist es ja Pflicht, einen Staudamm zu bauen. Weiß ja jeder. Ja, und dann ging es weiter den Tobel hoch. Ja, da gab es irgendwie so die meisten, ja, das müssen, glaube ich, normalerweise wieder zurückhaben. Ne? Ja, geil. Also ja, das war dann zurückfahren. Dann nur, komm weiter hin. Wir haben dann den Tobel verlassen und wollten eigentlich zur Mittelstation des Sessellifts, weil es dort ein Restaurant und einen Spielplatz gibt. Aber bei der Hitze über die Wiesen und durch den stickigen Wald zu laufen, hat halt null Spaß gemacht. Im Tobel war es durch das Wasser noch angenehm, aber weiter oben war einfach die Hölle. Ja, mein Sonnenbrand hat auch trotz langem Oberteil wehgetan wie Scheiße. Außerdem ist es ziemlich sicher, dass bei diesem Wetter die Mittelstation total voll sein wird mit Leuten, die hochgefahren sind. Naja, Hochwandern und Hochfahren sind halt zwei verschiedene Welten. Und wenn sich beide vermischen, hat man selten eine gute Zeit. Ja, deswegen ist Nils von hier alleine weiter zum Bärenköpfle. Ohne Hummel, den haben wir mitgenommen. Und wir sind eben zur Alpe Hochried gegangen, weil wir gehofft haben, dass es dort ein bisschen leerer ist. War es auch. Nein, sollte ich dich fragen? Dann nehme ich jetzt einen. Du hast ja das Fahrgeld. Dann bringt nicht viel, wenn ich hier ein Geld Ein entscheidendes Kann ich hier mit Argument. meiner Mastercard zahlen? Ja, frag mal, ob Visa oder Mastercard. Was wollt ihr? Ich gehe gleich rüber, weil du machst jetzt ein Foto ne? Ja, super, dann können wir. Ich fühle mich hier sehr wohl. Dann habt ihr ein bisschen Platz, du kannst hier noch gerne näher an die Schranke. Das Schneidest dir öfter in die Finger. ist halt guter Koch.
Nachdem Nils dann von seinem Ausflug zurück war und sich noch ein Brot einverleibt hat, sind wir dann wieder abgestiegen. Wir wollten ursprünglich mit dem Lift wieder runterfahren, falls die Motivation bei der Kinderfraktion nachlässt. Aber da wir nicht zur Mittelstation gelaufen sind, war auch nichts mit runterfahren. Aber der Weg runter war ja auch nicht so lang und wir haben an der Alpe ja auch lange Pause gemacht. Also hat zum Glück keinen die Kraft verlassen. Die Argumentation war viel groß. Ja, verlaufe das Handy, das ist gut. Hallo. Na? Und das ist eine Toilette, ein Panic Room, Atomschutzbunker. Wir wissen es nicht und haben es bis heute nicht herausgefunden. Und das war's dann mit Tag 2. Wie gesagt, es war jetzt nicht die allerlängste Tour ever, aber sie war sehenswert und man konnte die Hitze ganz gut ertragen. Ja, das ist das letzte Video aus der Reihe, weil es für Himmelfahrt keine Schulferien gibt, zumindest bei uns nicht, und wir deshalb nur das lange Wochenende hatten. Wir waren am nächsten Tag noch vor der Abfahrt kurz mit den Hunden an der Iller, aber das habe ich nicht gefilmt. Ja, nächste Woche kommt planmäßig mal ein bisschen was Neues. Nicht die Überraschung, die ich eigentlich geplant hatte, aber ich finde es trotzdem ganz cool. Ja, das war's auch schon mit dem Video, bis auf die Outtakes halt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, Kommentar oder Abo oder alles davon da und bis zum nächsten Mal. Zoom ich besser. Sag mal, was läufst du jetzt weg, du blödes Vieh? Focus, please. An einer Kiesbank konnte man dann auch Pause. Nee, das klingt wie so eine Billig-Vorlese-Erzählung, was weiß ich. Das gefällt mir nicht. Aber der Weg runter war jetzt auch nicht so lang und wir haben ja an der Alpe auch eine lange Pause gemacht, also hat zum Glück keinen die Kraft verlassen. Den letzten Satz sage ich nochmal. Versprecher sind doof. Oh, mir fällt auch gerade auf, da ist ja ein Rechtschreibfehler, aber der Weg... Doch nicht. Ich bin einfach nur dumm und ich habe nach 5 Sekunden vergessen, was ich sagen will. Das war's dann auch schon mit dem Video. Falls... bin ich komplett lost? Kriege ich mein Outro nicht mehr hin? Das war's dann auch schon mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Kommentar oder Abo oder alles davon da und bis zum nächsten Mal. Das war's auch schon mit dem Video, bis auf die Outtakes halt. Das ist das falsche Mikro. Ich raste aus. Alter, dieses Outro ist verflucht.